Ja, hallo, liebe Leute. Hier ein kurzes Tutorial. Ich hoffe, es bleibt kurz, müssen wir schauen. Zu FreeCAD. Es bleibt insbesondere dadurch kurz, weil ich die zu erwartenden Rechenzeiten zwischendurch ganz einfach durch Anhalten der Aufzeichnung verkürzen werde. Und zwar geht es um Gewinde, Innen- und Außengewinde mit FreeCAD. So, dafür mache ich erstmal eine Zeichnung auf. Bei mir ist immer standardmäßig Part-Design aktiviert, das heißt, ich mache eine neue Zeichnung und kann jetzt hier erstmal loslegen. Fangen wir auch direkt damit erstmal an. Irgendwo muss ja das Gewinde rein, und zwar auf die XY-Plane. Da lege ich eine Zeichnung. Der hat direkt einen neuen Body gemacht, wie das so standardmäßig geht. Und den Körper, das wird hier ein Quadrat. Und wo haben wir es gleich? Da ist es gleich. Und der kriegt auch eine Breite, und zwar 20 Millimeter soll das sein. Das soll so ungefähr mittig sein. Müssen wir aber nicht jetzt unbedingt genau zentrieren. Das braucht nur Zeit, wenn man das macht. So, dann wird das halt geschlossen. Dann machen wir eine Aufpolsterung. 10 Millimeter können wir so übernehmen. Und dann haben wir hier einen Würfel drin. So, jetzt wechsle ich in die Workbench, und zwar die heißt Fasteners. Die müsst ihr euch, wenn ihr die standardmäßig nicht drin habt, ich gehe davon aus, dass sie standardmäßig nicht drin ist, müsst ihr die über Tools und Add-on Manager, dann müsst ihr die aktivieren. Das heißt, hier zum Beispiel, die grünen sind alle installiert. Dann müsst ihr hier drauf gehen und hier unten sagen, okay, ich will die installieren, und dann wird das installiert. Ich habe jetzt natürlich die nicht installiert. Ich habe irgendwas ausgesucht, das Pi-Menü, nur dass ihr seht, wie das geht. So. Danach FreeCAD neu starten, und dann habt ihr die Workbench drin. Ich habe mir die hier so schön hingeholt, dass die hier oben ist. Man klickt auf Fasteners und das dauert einen Moment, und dann hat man hier ganz viele Schrauben und hier hinten da auch Muttern. Und jetzt wichtig ist, wenn man hier auf diesen Pfeil klickt, je nachdem wie groß euer Bildschirm ist, kann das bei euch anders aussehen. Dann wird das hier nochmal aufgefahren. Dann muss man hier vorsichtig hier rüberfahren. Geht man hier unten in den Schub, dann klappt das wieder ein. Das ist nicht sonderlich, ich sag mal, anwendungsfreundlich, aber sei es drum. So, hier gibt es zwei Sachen, die wichtig sind. Das ist einmal hier es nennt sich, ich habe das hier auf Englisch gestellt, das nennt sich halt Threading Rod for Taping. Oh man, schon wieder klappt das weg. Okay, gehen wir nochmal drauf. Das ist ein Schneideisen für Innengewinde. Das wähle ich jetzt aus und klicke einmal da drauf, und dann hat er noch nicht gemacht. Jetzt haben wir es. Und da ist dann ein M6 Schneidwerkzeug da drin. Warum der das nach unten weg macht, wobei er das Pad nach oben aufpolstert, keine Ahnung, was die Leute sich dabei gedacht haben. Und dieses Tab hier, da kann man das anklicken, kann hier unten auf Property View gehen und hat dann hier die Möglichkeit, das Gewinde auszuwählen. Wie dick soll das sein? Ich sage jetzt mal M4. Dann wird das entsprechend dünner. Die Länge, die ist völlig ausreichend. Und hier kann man sagen, das Thread, also das heißt Gewinde, das soll true sein. Das heißt, es wird dargestellt, das Gewinde. Und während das Gewinde halt berechnet wird, wird die Aufzeichnung kurz unterbrochen, damit ihr nicht so lange warten müsst. Also ich gehe jetzt hier auf True. Dann macht man am besten Folgendes, dass man hier einmal so reinklickt. Dann sieht man, es bewegt sich nichts mehr. Und dann geht man hier, da wird berechnet, und Aufzeichnung stoppt. Okay, die Aufzeichnung ist wieder an, das Gewinde ist berechnet, wird dann dargestellt. Und dann kann man hier, man merkt, er hat auch ein bisschen mehr zu tun, wird halt hier so dargestellt. Man sieht, das ist auch wirklich ein Gewinde, nicht einfach nur irgendwelche Ringe, sondern das ist wirklich Gewinde, wie es aussehen soll. Was ich jetzt noch mache, ich konstruiere daneben zum Vergleich, da müssen wir wieder hier vorsichtig rüberfahren. Das Teil hier, das ist ein Außengewinde. Das ist ja ein Schneideisen für Innengewinde, und das ist ein Außengewinde. Und das setze ich da rein. Das kommt dann an dieselbe Stelle. Ich kann das jetzt hier
über Transform kann ich das hier rüber bewegen, dahin. Wir machen daraus jetzt auch ein M4-Gewinde und machen das Ganze auch die Threads aktiv und wieder wird die Aufzeichnung kurz gestoppt. Ui, das ging ein bisschen schneller, weil die Außengewinde, die sind wesentlich einfacher und wir sehen auch warum. Wenn ich die jetzt vergleiche, dann sehe ich, dass das Schneideisen, das hat hier eine Rundung und das Außengewinde ist hier einfach glatt. Und deshalb ist das Innengewinde von der Ausführung wesentlich aufwendiger, wobei hier beim Innengewinde, da haben wir halt innen keine Rundung und da haben wir eine Rundung. Also warum das jetzt hier so schnell gegangen ist, ich kann es nicht sagen. Das soll auch nur darstellen, was der Unterschied ist. Und dann können wir das schon wieder ausblenden. Das heißt, das machen wir einfach weg. Und den möchte ich jetzt hier aus diesem Körper raus fräsen. So, dafür muss ich den verschieben. Das mache ich aber nicht mit diesen Funktionen hier, sondern das mache ich, indem ich das erstmal in ein Buddy umwandle. Aufgefallen ist mir, dass dieses Schneideisen unterhalb einer M4er Dicke nicht funktioniert. Da funktionieren die Ausschnitte einfach nicht. Da scheint in der Workbench ein Fehler zu stecken. Habe ich hin und her probiert. Ich habe es nicht hinbekommen. Man kann natürlich auch so eine Schraube da rausfräsen. Kommt bestimmt auch ein Gewinde bei raus. Aber ist halt nicht das, was an sich für ein Innengewinde gedacht ist. So, jetzt fangen wir an. Da wird es wahrscheinlich wieder eine Aufzeichnungsunterbrechung geben. Und zwar, wir wechseln jetzt hier wieder in den Part-Design-Modus. Da sind wir. Und ich selektiere dieses Schneideisen und klicke auf den Buddy. Und jetzt legt er los und die Aufzeichnung stoppt. Okay, er hat jetzt hier einen Körper generiert mit diesem als Base-Feature diesen Klon von diesem Schneideisen. Und diesen Körper hier, den können wir jetzt verschieben über Transform. Und zwar so, dass er da mittenmatschig drin hängt. Also so zum Beispiel. Und jetzt kann man den hier ganz einfach ausschneiden. So, dann gehen wir hierher, beenden erstmal die Verschiebungsfunktion. Und wir machen den Körper hier zum Hauptkörper, also zum aktiven Körper. Klicken einmal daneben, klicken hier auf das Boolean-Symbol und wichtig hier Fuse umstellen auf Cut oder in Deutsch ist das entsprechend Vereinigung auf Schnitt. Und wir fügen den Körper hinzu, Add Body und wählen den aus. Das ist der hier. Wir können auch hier auswählen, aber ich mache das hier. Body 001. Und jetzt können wir auch schon wieder die Aufzeichnung stoppen. Ich habe gerade gesehen, das ging auch ruckzuck. Ja, so kann man daneben liegen. Manchmal geht es schnell, manchmal nicht. Also wir haben hier den Körper nun fertig mit dem Innengewinde. Und ich kann euch sagen, ich habe so einen Körper auf einen 3D-Drucker gedruckt, habe das mit Cura, habe ich das gesliced, ohne sonderliche Voreinstellungen. Und ich habe eine M4er-Schraube da einfach reindrehen können. Ich brauchte zwar einen Imbusschlüssel, aber wenig Gewalt, also ein bisschen musste man schon noch das Gewinde nachschneiden, aber man kann so Gewinde, also M4, problemlos. Leider ist es so, dass ich das Ding als M3 dann nicht reinsetzen kann. Für M3 denke ich mal, da müsste ich dann hier, das können wir mal eben noch machen zum Testen. Wenn es nicht geht, okay, dann weiß man, dass es dann auch da mit M3 nicht geht. Ich klicke hier auf OK. Jetzt rüttelt er noch mal ein bisschen. Ich hoffe, das geht genauso schnell wie gerade. Ich unterbreche mal lieber. Okay, das hat soweit funktioniert.
Das heißt, hat wieder ein paar, sag mal 10, 20, 30 Sekunden hat es gedauert. Jetzt ist das hier das fertige Objekt, der fertige Body mit dem Boolean hier drin. Und ich gehe jetzt wieder her, gehe hier in den zum Menü Fasteners und packe jetzt, und da müssen Sie sich mal was anderes überlegen, packe jetzt hier dieses Objekt hinzu. Das wählen wir jetzt auch als 4 mm, ne, als 3 wollte ich es ja ausprobieren, als 3 mm, also M3. Und das müsste jetzt eigentlich die Größe ändern. Ja, das hat es jetzt gemacht. Und jetzt gehen wir hierher und wählen hier aus Thread 2. Gucken, ob es jetzt wieder so schnell geht wie gerade vorhin. Ja, das geht sehr schnell. Dann bewegen wir das. Ne, das machen wir nicht. Wir machen daraus auch direkt einen Körper. Das kann wieder sein, dass das ein bisschen länger braucht. Also Part Design Modus. Wir ticken jetzt den an und machen einen Körper daraus. Gucken. Geht's schnell. Zweimal. Ja, geht schnell. Schon ist der Körper da. Und den können wir jetzt bewegen. Wie vorhin den auch. Das heißt, ich bewege den jetzt mal hier zur Seite. Da soll die M3-Schraube rein oder das Gewinde reingeschnitten werden. Wir bewegen den nach oben, so dass er auch komplett da drin liegt. Beenden das hier, indem wir auf Compo gehen und hier auf OK. Und machen nun den nächsten Schnitt hier rein. Das heißt, wir aktivieren wieder diesen Körper und auf Boolean, dann wiederum ein Cut und Add Body. Das wird dann dieser Körper hier. Und mal gucken, oh, das geht auch sehr schnell. Okay, das ist, da sieht man, da geht der M3-Schnitt einwandfrei, mit dem Schneideisen leider nicht. Aber funktionieren wird das M3-Loch wahrscheinlich trotzdem. Okay, ich hoffe, ich habe euch hiermit zeigen können, wie ihr Innengewinde in Blöcke reinschneiden könnt. Sollten diese Teile hier nicht lang genug sein, könnt ihr die Länge von denen verändern. Also, und man kann das bestimmt auch mal, ich sag mal, am gewissen Punkt starten lassen. Teilweise Gewinde reinschneiden, ein Teil eben einfach nur bohren. Da ist euch alles gegeben, alle Freiheiten, was ihr da machen wollt. Okay, das war's zu diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst, wenn ihr weiterhin FreeCAD-Videos und andere Videos von mir sehen wollt. Tschüss!